Was, wenn der Mensch, der dich am tiefsten verletzt hat, du selbst warst? Und was, wenn genau darin der Anfang deiner Heilung liegt? Wenn du dieses Video schaust, trägst du vielleicht eine Wunde in dir, die niemand sehen kann. Vielleicht hast du dir selbst wehgetan, mit Worten, mit Gedanken, durch Entscheidungen, durch Schweigen. Vielleicht hast du dich selbst verloren. Und jetzt fragst du dich, wie soll ich mir je wieder vertrauen? Ich möchte dir sagen, du bist nicht allein mit all diesen Fragen und Gefühlen. Und ich glaube fest, du bist nicht kaputt. Es gibt Wege, dir wieder näher zu kommen. Und sie beginnen nicht mit Selbstverurteilung, sondern mit ehrlichem Verstehen. Bevor wir in die Tiefe gehen, in diesem Video geht es um innere Verletzungen, belastende Gefühle, schmerzhafte Erfahrungen. Wenn du merkst, dass sich etwas emotional überfordert oder alte Gefühle sehr stark werden, dann ist es völlig in Ordnung, eine Pause zu machen, das Video zu stoppen oder dir Unterstützung zu holen. Das ist kein Zeichen von Schwäche, sondern zeigt, dass du gut für dich sorgst. Warum tun wir uns selbst weh? Wenn du dir je wehgetan hast, innerlich oder äußerlich, dann vielleicht nicht, weil du aufgeben wolltest, sondern weil du verzweifelt versucht hast, dich wieder zu spüren, weil da ein Schmerz war, für den es keine Worte gab, weil du dich überfordert, allein oder leer gefühlt hast und nichts anderes mehr geholfen hat. Manche Menschen spüren ihren Schmerz im Körper, andere ziehen sich innerlich zurück, aus dem Leben, aus den Beziehungen, aus sich selbst. Wieder andere verstricken sich in Gedanken, die nur eine Richtung kennen, gegen sich selbst oder in Muster, die wehtun, aber irgendwie vertraut sind. All das sind Wege, Kontrolle zurückzugewinnen oder zumindest das Gefühl, irgendetwas noch beeinflussen zu können, wenn alles andere entgleitet. Du hast dir nicht wehgetan, weil du schwach warst. Du hast es getan, weil du überleben musstest, auf die einzige Weise, die dir damals zur Verfügung stand. Manchmal wollen wir einfach nur, dass es aufhört. Das Chaos, der innere Druck, das Gefühl, nichts wert zu sein. Und dann handeln wir gegen uns selbst, nicht aus Bosheit, sondern aus Not. Dabei ist wichtig zu verstehen, was wie Selbstsabotage aussieht, war oft ein letzter Versuch, sich selbst noch irgendwie zu spüren. Es war ein Notruf, keine Kapitulation, sondern ein Überlebensakt. Kennst du deine inneren Anteile? Vielleicht hast du das Gefühl, dass in dir Stimmen streiten. Vielleicht ist da eine, die dich fertig macht. Eine, die dich beschützen will. Eine, die sich versteckt. Und eine, die leise hofft. Dieses innere Durcheinander ist kein Zeichen von Verrücktheit. Es ist völlig menschlich, denn psychologisch gesehen bestehen wir nicht nur aus einem einzigen Ich, sondern aus verschiedenen inneren Anteilen. Wie Figuren an einem inneren Tisch, die alle mitreden wollen und manchmal einfach so das Steuer übernehmen. Da ist vielleicht der verletzte Anteil, ein inneres Kind, das Angst hat, das sich ungeliebt fühlt, verlassen, klein.
Dieser Teil trägt Erinnerungen aus der Kindheit, aus Momenten, in denen du dich allein gefühlt hast, abgelehnt oder beschämt. Dann gibt es vielleicht einen Kritiker, scharf, hart, urteilend. Er sagt dir, dass du nichts wert bist, dass du immer alles falsch machst. Oft hat dieser Anteil sich früher in der Kindheit gebildet, als innere Stimme von Eltern, Lehrern oder anderen Autoritäten, die dir suggeriert haben, du seist nur dann liebenswert, wenn du perfekt funktionierst. Und dann gibt es vielleicht den Feuerwehrmann, der sofort eingreift, wenn es brennt. Er versucht, den Schmerz zu betäuben, mit Methoden, die kurzfristig Erleichterung bringen, aber langfristig verletzen können, wie zum Beispiel Alkohol, Rückzug, extremes Verhalten, Selbstsabotage. Er ist nicht böse, er ist verzweifelt und leider oft sehr schnell. Und es gibt vielleicht auch einen Manager, kontrolliert, überfordert, perfektionistisch. Er will alles richtig machen, bloß keine Fehler zeigen. Er versucht, dich vor Schmerz zu bewahren, indem er dich in ständiger Kontrolle hält. Aber in dir leben auch andere, helle Anteile. Ein leiser und oft überhörter Teil, der heilende Anteil, der sieht, der spürt, der fragt nicht, ob du perfekt bist, sondern ob du ehrlich bist. Diese hellen Anteile können lernen, das Steuer zu übernehmen. Und genau darum geht es in diesem Video. Wenn man sich selbst geschadet hat, innerlich oder äußerlich, bleibt oft etwas zurück. Misstrauen. Eine Stimme, die sagt, wie soll ich mir je wieder trauen, wenn ich selbst mir wehgetan habe? Das klingt logisch, aber es ist nur ein Teil der Wahrheit. Denn du hast in einem Moment gegen dich selbst gehandelt, weil du überfordert warst, indem ein verletzter Anteil in dir übermächtig wurde. Du warst nicht ganz bei dir. Du warst im Überlebensmodus. Misstrauen gegenüber sich selbst entsteht oft dann, wenn man erlebt hat, dass die eigenen Gefühle zu groß, zu intensiv, zu gefährlich sind. Also versucht man, sich selbst zu kontrollieren. Mit Härte, mit Abwertung, mit Schweigen. Und wenn das nicht reicht, dann kommt der Feuerwehrmann mit schmerzhaften Mitteln. Doch du bist nicht der Kritiker. Du bist auch nicht der Feuerwehrmann. Du bist die bewusste Stimme in dir, die beobachtet, die jetzt gerade zuhört, die Fragen stellt. Und allein das zeigt, es gibt einen Teil in dir, der etwas anderes will. Und dieser Teil darf wachsen. Ich zeige dir jetzt, wie du die Anteile erkennst, verstehst und integrierst. Der erste Schritt zur Veränderung ist nicht Aktion, sondern Wahrnehmung. Nicht sofort etwas machen, sondern erst einmal spüren, was passiert gerade wirklich in mir. Was dabei hilft, setz dich in Ruhe hin. Keine Musik, kein Handy, kein Ziel. Einfach nur sitzen. Stell dir vor, du bist Gastgeber eines Hauses und in diesem Haus leben viele Persönlichkeiten,
manche laut, manche leise, manche über Jahre vergessen. Frag dich, welche Stimme spricht gerade in mir? Was fühle ich? Und wer könnte das gerade in mir fühlen? Schreib es dir stichpunktartig auf. Da ist Angst, da ist Druck, da ist Schwere. Der wichtigste Satz dabei lautet: Ich bin nicht die Stimme. Ich bin der Mensch, der sie hören kann. Du wirst merken, manche deiner inneren Anteile fühlen sich nicht wie Gedanken an, sondern wie echte Persönlichkeiten. Und das ist keine Schwäche, das ist menschlich. Vielleicht ist da der Erwachsene, klar denkend, strukturiert, aber oft müde vom Tragen. Das verletzte Kind, ängstlich, leise, das nie ganz heilen durfte. Das fröhliche Kind, voller Lebendigkeit, das sich kaum noch zeigen darf. Die weise Frau oder der weise Mann, tief verbunden, ruhig, ein inneres Licht. Der Beschützer, der Grenzen setzt, manchmal liebevoll, manchmal hart. Die Dunkelheit, kalt, schwer, still. Die Wut, laut, explosiv, voller Überlebenswillen. Die Angst, die dich bremst, weil sie alles verlieren könnte. Wenn du möchtest, kannst du dir diese inneren Figuren wie Personen vorstellen, mit Ausstrahlung, Kleidung, Tonfall oder auch wie Figuren oder Formen. Wenn du magst, gib ihnen Namen, Farben oder Bilder. Alles, was einen Namen hat, kannst du ansprechen. Und was du ansprechen kannst, kannst du verändern. Im nächsten Schritt machen wir deine inneren Anteile und ihre Rollen sichtbar. Nimm ein weißes Blatt und male eine Art innere Landschaft. Du brauchst kein Talent, nur Ehrlichkeit. Male Kreise, Strichmännchen, Symbole, wie du willst. Stelle dar, welche Anteile gibt es in dir, die dunklen wie die hellen. Wer ist laut? Wer ist im Hintergrund? Wer drängt nach vorne? Wer wird übertönt? Wer hat Kontakt mit der Außenwelt und wer nicht? Wenn du bei dieser Übung dunklere Anteile entdeckst, geh behutsam damit um. Es geht nicht darum, alles gleich zu analysieren oder tief hineinzutauchen. Du darfst beobachten, von außen, mit Abstand. Du kennst viele dieser Muster schon. Es reicht, sie zu benennen und wahrzunehmen. Und wenn du merkst, dass es zu viel wird, mach eine Pause, atme, trink etwas, komm zurück zu dir. Es ist kein Wettlauf, es ist ein Weg und du darfst ihn in deinem Tempo gehen. Und denk daran, es geht nicht nur darum, die lauten, verletzten oder dunklen Anteile zu erkennen. Es ist genauso wichtig, die hellen, leisen, stärkenden Anteile in dir wahrzunehmen. Gerade sie ziehen sich oft zurück, wenn es zu laut oder zu schmerzhaft wird. Sie wirken im Hintergrund,
still, aber kraftvoll. Achte auf sie, sprich mit ihnen, lade sie ein, mehr Raum zu nehmen, auch wenn sie sich erst zögerlich zeigen. Diese Übung bringt Ordnung ins innere Chaos und oft Tränen, weil du vielleicht zum ersten Mal siehst, was in dir alles lebt. Und jetzt führe ich dich in einen sicheren Raum, in dem du deinen hellen Anteilen begegnen kannst. Mach es dir bequem. Schließ die Augen, wenn du möchtest. Atme tief ein und langsam aus. Und nochmal ein und aus. Lass den Tag los. Lass die Welt kurz draußen. Jetzt stell dir vor, du öffnest in deinem Inneren ein Tor. Hinter diesem Tor liegt ein Raum. Nur für dich. Ein sicherer Ort. Ein innerer Garten, in dem du jederzeit willkommen bist. Wie sieht dieser Garten aus? Vielleicht gibt es Sträucher oder Bäume. Vielleicht gibt es eine Blumenwiese. Vielleicht einen Bach oder einen Teich. Wie sieht die Umgrenzung des Gartens aus? Vielleicht eine Mauer, eine Hecke oder ein Zaun? Vielleicht gibt es einen gemütlichen Ruheplatz in deinem inneren Garten. Vielleicht gibt es dort auch eine kleine Holzhütte im Wald mit einem knisternden Feuer. Spür den Boden, schau dich langsam um. Was siehst du? Welche Farben? Welche Formen? Welche Geräusche hörst du? Ist es still? Oder gibt es ein leises Rauschen? Vogelstimmen? Wind in den Bäumen? Wie fühlt sich die Luft an? Warm? Frisch? Nimm diesen Garten mit all deinen Sinnen wahr. Er ist dein innerer Schutzraum. Niemand darf hier hinein, außer du lässt es zu. Du bist hier sicher, geborgen und beschützt. Jetzt lade nur die Anteile in deinen Garten ein, die dich stärken. Der ruhige Erwachsene, die Weise, das fröhliche Kind, den stillen Mut, die innere Klarheit, das Mitgefühl, die kleine Freude, die leise Hoffnung. Wen gibt es da noch? Stell dir vor, wie sie nach und nach den Garten betreten. Jeder auf seine Art. Kein Gedränge, kein Zwang. Einfach nur Präsenz. Wie sieht jeder Anteil aus? Hat er eine bestimmte Haltung, Kleidung, ein Leuchten um sich? Wie ist seine Stimme? Warm, klar, zart? Was sagt er zu dir? Vielleicht nur ein Blick? Vielleicht ein Satz? Vielleicht einfach ein Gefühl? Nimm dir Zeit, sie wirklich wahrzunehmen, sie zu erkunden, nicht nur zu wissen,
dass sie da sind, sondern ihnen zu begegnen. Still, sanft, ohne Eile. Vielleicht spürst du dabei einen besonders ruhigen, stabilen Anteil, wie eine innere Führungsfigur. Dies könnte dein heilender Anteil sein. Oder vielleicht spürst du den inneren Beschützer. Oder auch den Teil, der den Überblick behält, wenn alles andere tobt. Nimm sie alle bewusst wahr. Spür ihre Präsenz, ihre Ruhe, ihre liebevolle Stärke. Hier ist nur Licht, nur das, was dir gut tut, was dich trägt, was dich erinnert. Du bist nicht allein, du bist nicht verloren. Atme nochmal tief ein und aus. Spür, dass du angekommen bist. In dir. Atme nochmal tief ein und langsam aus. Spür, wie dein Körper sich wieder mit dem Hier und Jetzt verbindet. Beweg sanft deine Finger, deine Schultern. Öffne langsam deine Augen und bleib noch einen Moment mit dir selbst. Du kannst jederzeit in diesen inneren Garten zurückkehren, so oft du willst, solange du brauchst. Es ist dein Raum, deine Welt, deine Stärke. Du hast jetzt deine hellen Anteile kennengelernt. Vielleicht spürst du, dass sich einer dieser Anteile besonders ruhig, geerdet und tragend anfühlt. Er redet nicht viel, aber er bleibt, auch wenn es laut wird. Das ist dein heilender Anteil, die stille Kraft in dir. Nicht perfekt, nicht allwissend, aber da und bereit zu wachsen, wenn du ihm Raum gibst. Diesen Anteil kannst du trainieren und stärken. Nimm dir jeden Tag ein paar Minuten, in denen du diesem Anteil einfach nur zuhörst oder seine Präsenz spürst, ganz ohne Bewertung. Schreib dir selbst kurze Botschaften. Ich bin da oder du bist sicher bei mir. Führe Rituale ein, zum Beispiel ein kleines Symbol, ein Stein, ein Armband, das dich an diesen heilenden Anteil erinnert. Je öfter du diesen Teil aufsuchst, desto kräftiger wird er. Und mit ihm dein Vertrauen in dich selbst. Du kannst auch jederzeit deinen inneren, sicheren Garten aufsuchen, in dem du deine stärkenden Anteile triffst. Setz dich dort bewusst mit deinem heilenden Anteil zusammen. Spüre seine Präsenz. Nimm wahr, wie er dich anschaut, wie er sich anfühlt. Lass diesen Garten zu einem Ort werden, an dem euer Kontakt wachsen darf. In Ruhe, in Sicherheit, in Verbindung. Jetzt kommen wir zu einer Herausforderung. Der Kontakt zu den Anteilen, die dir wehgetan haben, innerlich oder äußerlich. Angst, Wut,
Selbsthass, Druck, Leere. Diese Anteile tragen oft große Schmerzgeschichten in sich und manchmal zeigen sie sich nicht leise oder vorsichtig, sondern laut, drängend oder sogar zerstörerisch. Was sehr wichtig ist: Du musst keinen Kontakt zu dunklen Anteilen aufnehmen. Das ist kein Muss und es ist auch nicht für jeden Moment geeignet. Wenn du merkst, dass dich diese Vorstellung überfordert oder verunsichert, dann ist das okay. Du darfst diesen Teil auslassen oder erst später damit beginnen. Vielleicht mit Unterstützung. Es reicht vollkommen, wenn du zunächst nur deinen sicheren Raum stärkst und deine lichtvollen Anteile spürst. Kontakt zu verletzten oder destruktiven Anteilen braucht Stabilität, Respekt und innere Grenzen. Und manchmal ist es klüger, einen stabilen inneren Anteil als Boten zu schicken, anstatt selbst hinzugehen. Du darfst dich schützen, du darfst Nein sagen, auch nach innen. Erinnere dich, du führst, du entscheidest und du darfst dir dafür alle Zeit der Welt nehmen. Wichtig ist auch, dein innerer Garten bleibt ein sicherer Ort. Hier dürfen nur Anteile eintreten, die sich respektvoll verhalten. Keine Beschimpfungen, keine Drohungen, keine Übergriffe. Du entscheidest, wer kommen darf und wie. Wenn du spürst, dass es sich sicher anfühlt, kannst du einen dieser dunkleren Anteile direkt einladen. Vielleicht ist er bereit, in Ruhe zu sprechen. Vielleicht trägt er eine Botschaft, die du hören darfst. Aber wenn du merkst, dass es dich überfordert, wenn du Angst bekommst oder innerlich unruhig wirst, dann wähle den anderen Weg. Schick deinen starken, klaren Anteil als Boten. Er verlässt den sicheren Raum, geht zu dem dunkleren Anteil draußen und fragt ruhig, mit Abstand: Was brauchst du wirklich? Was willst du zeigen, ohne zu verletzen? Er bringt die Antwort zurück: Du bleibst geschützt. Du hörst zu. Du entscheidest. Das ist kein Ausschluss. Es ist Selbstschutz. Deine Würde ist der Maßstab. Und du darfst Grenzen setzen, auch nach innen. Und denk daran, es geht nicht darum, deine dunkleren Anteile zu bekämpfen oder zum Schweigen zu bringen. Sie tauchen auf, weil sie eine Geschichte tragen und weil sie etwas brauchen. Wenn du sie nicht verurteilst, sondern ihnen zuhörst, wirst du oft feststellen, hinter dem destruktiven Verhalten steckt ein Versuch, dich zu schützen, zu bewahren oder gehört zu werden. So beginnst du, aus dem inneren Kampf einen inneren Dialog zu machen und damit echte Veränderung. Wenn du bereit bist, kannst du beginnen, mit all deinen Anteilen bewusst zu sprechen, wie mit echten Menschen, mit Wärme, mit Klarheit und mit Verantwortung. Du kannst zum Beispiel zu deiner Angst sagen: Ich weiß, du willst mich beschützen,
aber ich bin heute größer, als du denkst. Oder zum verletzten Kind: Ich sehe dich, ich bin jetzt da, du musst es nicht mehr allein tragen. Zu deiner Wut: Du darfst laut sein, aber ich entscheide, was ich tue. Du kannst es laut aussprechen oder schreiben oder fühle die Worte nur innerlich. Wichtig ist, du übernimmst die Führung mit Liebe statt Kontrolle. Mit jedem dieser Gespräche wird die Beziehung zu dir selbst heiler, klarer, tragender. Viele Menschen tragen eine Last in sich, die schwerer wiegt als jede sichtbare Narbe. Scham, Schuld, Selbstvorwürfe. Vielleicht hast du dir schon oft gesagt: Ich hätte das nie tun dürfen. Oder ich habe mein eigenes Vertrauen zerstört. Oder wenn andere wüssten, was passiert ist, sie würden mich nie wieder ansehen. Und vielleicht glaubst du, du müsstest erst besser werden, stabil sein oder dich verändert haben, bevor du dir selbst vergeben darfst. Aber die Wahrheit ist, Selbstvergebung ist kein Schalter, den man umlegt. Sie ist ein Weg, manchmal ein sehr langer. Und das ist in Ordnung. Was sehr wichtig ist und so oft missverstanden wird: Selbstvergebung bedeutet nicht, dass du gutheißt, was passiert ist. Es heißt auch nicht, dass der Schmerz plötzlich verschwindet. Es heißt, du erkennst an, dass du damals überfordert warst, dass du gehandelt hast mit dem, was dir in diesem Moment möglich war, und dass du dir heute erlaubst, nicht mehr ewig in dieser Schuld stecken zu bleiben. Du musst es nicht heute schaffen, nicht morgen. Vielleicht versuchst du es 10-mal und beim 11. Mal spürst du ein kleines bisschen Erleichterung. Das genügt. Jeder Schritt zählt. Was dir dabei helfen kann: Übe radikale Akzeptanz. Hör auf, gegen die Vergangenheit zu kämpfen. Sie ist passiert, aber sie bestimmt nicht deine Zukunft. Stell dir vor, du begegnest deinem jüngeren Ich. Anstatt es zu verurteilen, sag: Du hast durchgehalten. Ich sehe dich und ich bin jetzt bei dir. Schreib dir selbst einen Brief, so wie du ihn an einen Menschen schreiben würdest, den du liebst. Stell dir vor, du schreibst an dein jüngeres Ich, an einen verletzten Teil von dir oder an dich selbst in einer schwierigen Phase. Fang an mit Worten wie: Ich sehe, wie schwer es für dich war. Ich weiß, du hast nicht absichtlich gegen dich gehandelt. Ich verstehe, warum du es getan hast. Du wolltest überleben. Du wolltest fühlen. Du wolltest nicht untergehen. Heute bin ich da und ich lasse dich nicht fallen. Wichtig ist, schreibe nicht, was du hättest besser machen sollen, sondern so, wie du mit einem Freund oder einer Freundin sprechen würdest, die du wirklich trösten möchtest. Warm, ehrlich, ohne Urteil. Selbstvergebung ist weniger ein Ziel als ein inneres Klima, das du langsam veränderst. Manchmal still, manchmal mit Tränen, aber immer in Richtung auf dich selbst zu.
Und vielleicht ist das der entscheidende Schritt, nicht gegen dich zu kämpfen, sondern dich selbst mit allem, was war, in die Arme zu schließen. Und vielleicht ist genau das auch der Moment, in dem du dir wieder etwas anderes erlauben darfst, dass wieder Gutes in dein Leben kommen darf, dass du dich verändern darfst, nicht weil du falsch warst, sondern weil du gewachsen bist, dass Freude, Leichtigkeit, Verbundenheit möglich sind, auch für dich. Du musst nicht für immer in der Vergangenheit wohnen. Du darfst weitergehen. Du darfst neu wählen. Und du darfst erleben, wie es sich anfühlt, sich selbst nicht mehr nur auszuhalten, sondern sich wirklich zu begegnen. Und jetzt zeige ich dir ein paar Rituale gegen Rückfälle. Sie geben dir Sicherheit, bevor es brennt. Rückfälle bedeuten nicht, dass du gescheitert bist. Sie bedeuten oft nur, ein alter Anteil war schneller als dein neuer. Und genau deshalb kannst du lernen, dich besser vorzubereiten. Ich zeige dir jetzt 5 konkrete Schritte. Schritt 1: Rückfallmuster erkennen. Frag dich regelmäßig, was sind typische Auslöser? Gedanken, Situationen, Orte, Menschen. Was passiert kurz vorher im Körper, im Kopf, in deinen Gefühlen? Gibt es bestimmte Tageszeiten oder Stimmungen, in denen es schwieriger wird? Wichtig ist, du musst nicht tief in die alten Gedanken oder Gefühle einsteigen. Im Gegenteil, versuch eher, sie wie ein Beobachter von außen wahrzunehmen. Du kennst deine Muster. Es geht nicht darum, dich zu analysieren, sondern darum, rechtzeitig zu erkennen, wann du in die Nähe eines alten Pfades kommst. Schritt 2: Innere Schutzpläne entwickeln. Wenn du weißt, was dich in alte Muster bringt, kannst du dich gezielt stärken. Führe kleine Rituale ein, die dir Sicherheit geben. Ein stiller Augenblick nach dem Aufwachen, in dem du dich innerlich verankerst, oder ein bewusstes Innehalten am Abend, in dem du dich anerkennst für das, was du geschafft hast. Mein Video, dein Schutzschild für den Alltag, das du oben anklicken und unten in der Beschreibung finden kannst. Bitte deinen heilenden Anteil, dir im kritischen Moment beizustehen. Übe innere Sätze wie: Ich kenne dieses Gefühl, aber ich muss heute nicht so handeln wie früher. Oder: Ich atme erst. Ich entscheide gleich. Schritt 3: Trigger umgehen oder bewusst verändern. Manchmal hilft es, bestimmte Orte, Inhalte, Gespräche oder Verhaltensweisen vorübergehend zu meiden. Manchmal hilft es, sie bewusst neu zu verknüpfen, zum Beispiel einen schwierigen Ort mit einer neuen, stärkenden Handlung zu betreten. Das kann Musik, ein Duft oder ein Symbol sein. Schritt 4: Den Rückfall als Botschaft verstehen. Nicht jeder Rückfall ist nur ein Fehler. Manchmal zeigt er, da ist ein Anteil in dir, der dringend gehört werden will. Frage dich: Was war zu viel? Was hätte ich gebraucht? Was will mir dieser Anteil eigentlich sagen? Schritt 5: Dein inneres Notfallset.
Halte dir 1 bis 2 klare, einfache Hilfen bereit, die du im Ernstfall sofort anwenden kannst. Zum Beispiel meine Erdungsübung, die du oben anklicken und auch in der Beschreibung unten finden kannst. Oder eine liebevolle Sprachnachricht an dich selbst. Eine Nachricht an jemanden, der dich erinnert, du bist nicht allein. Wichtig ist, du darfst dich stärken, bevor es kritisch wird. Rückfälle sind keine Schande, sondern ein Ruf nach Neuorientierung. Vielleicht hast du schon viele Versuche gestartet. Vielleicht bist du gefallen, wieder aufgestanden, wieder gefallen. Und du fragst dich, wie oft noch? So oft wie nötig. So lange, bis dein heilender Anteil stark genug ist, um auch in schwierigen Momenten präsent zu bleiben und die anderen Anteile mit Mitgefühl und Klarheit zu begleiten. Fehler sind kein Beweis gegen deine Heilung. Sie sind Teil davon. Und jedes Mal, wenn du neu beginnst, stärkst du den Teil in dir, der an dich glaubt. Sprich mit dir wie mit einem Menschen, den du liebst, nicht wie mit einem Feind. Das ist wahres Selbstmitgefühl und es ist viel mächtiger als jedes Urteil. Du bist nicht kaputt, du bist nicht falsch, du bist nicht das, was du getan hast. Und vergiss nicht, Vertrauen in dich selbst ist kein Alles oder Nichts. Es gibt nicht nur Vertrauen oder gar kein Vertrauen. Manchmal ist es nur ein kleines Stück, ein winziger Moment, in dem du dich spürst. Manchmal ist es ein bisschen mehr, eine Entscheidung, die du für dich triffst. Und all das zählt. Denn Vertrauen wächst nicht plötzlich, sondern in vielen kleinen Beweisen. Jedes Mal, wenn du dir zuhörst, jedes Mal, wenn du dich ernst nimmst, jedes Mal, wenn du dich nicht im Stich lässt. Diese kleinen Beweise sammeln sich und irgendwann merkst du, da ist Vertrauen. Nicht perfekt, nicht vollständig, aber spürbar und genug, um weiterzugehen. Wenn dich dieses Video berührt hat, dann freue ich mich über ein Like. Und wenn du nichts mehr verpassen willst, abonniere meinen Kanal. Schön, dass du hier bist. Bis zum nächsten Mal.